Heute zeige ich dir die 5 häufigsten Fehler an der Gitarre und du lernst, wie du sie wieder in den Griff bekommst. Die häufigsten 5 Fehler, die ich immer wieder bei meinen Schülern sehe und die ich teilweise auch selbst gemacht habe, egal ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, wenn du diese Fehler eliminierst, wird es dich deinen musikalischen Zielen näher bringen. Die Musik zu machen, die du liebst und vielleicht auch selbst hörst. Der häufigste Fehler ist der Daumen. Also ich sage immer wieder gern das Stiefkind. Es passiert vorne am Griffbrett schon genug und hinten der Daumen wird dann oft vernachlässigt und sträflich vernachlässigt. Ich zeige dir ein kleines Video von einer Schülerin von mir, die auch diesen Fehler macht und du lernst auch dabei, wie du ihn vermeiden kannst. Dieses Video ist von meinem Online-Kurs Gitarre Online Elementar. Wenn dir das Video gefällt, dort gibt es mittlerweile 30 dieser Schülervideos. Viel Spaß! Die Maria kam als fortgeschrittene Schülerin zu mir, konnte schon alle Grundakkorde greifen, doch sie hatte sich diesen kleinen Knick im Daumengelenk eintrainiert. Der Knick erzeugt unnötige Spannungen in der Hand und macht das Greifen sehr schwer. Wir haben dann in der Stunde daran gearbeitet, den Daumen flach aufliegen zu lassen, um das vordere Gelenk zu entlasten. Wenn man sich eine Technik falsch antrainiert hat, ist es natürlich schwer. Man muss immer wieder daran denken und bewusst daran arbeiten, am besten mit einem neuen Stück. Wenn du dir das falsch einlernst, wird es unmöglich sein, manche musikalischen Passagen zu spielen. Was ist also die ideale Position vom Daumen? Es kommt darauf an, was gerade gespielt wird. Wenn die Finger im Vierfingergriff, Vierfingeraufsatz auf der Gitarre liegen, das ist immer meine Ausgangsstellung für technische Übungen und sozusagen zum Eichen der Finger, ist der Daumen genau zwischen Zeige- und Mittelfinger eher hinten, genau gegenüber dem Mittelfinger. Man sieht hier gut, die Finger haben die Freiheit, sich zu bewegen in jede mögliche Richtung. Und wenn der Daumen so klemmt, wird die Bewegungsfreiheit der Finger stark eingeschränkt. Die Übung, die ich dir jetzt zeige, hilft dir, die ideale Position für deinen Daumen zu finden. So, wir starten hier im 5. Bund auf der 3. Seite. Der Finger 1, Zeigefinger kommt auf die Seite. Der Daumen befindet sich hinten am Gitarrenhals, circa in der Mitte und übt nur ganz leichten Gegendruck aus. Wir lassen den ersten Finger liegen und spielen Finger 2 auf dem 6. Bund, 3. Seite. Lassen ihn liegen, spielen Finger 3. Nun richtet sich der Daumen schon langsam ein und Finger 4, wenn es möglich ist. Sonst reichen auch nur die 3 Finger. Jetzt sollte der Daumen irgendwo zwischen Mittelfinger und Zeigefinger sein. Jetzt verschieben wir diesen Vierfingergriff um einen Bund und starten wieder von vorne. Griff lösen, Daumen verschiebt sich mit, genau in dieser Position und wieder. Und wieder zurück. Griff lösen, verschieben und wieder drücken. Eine andere Möglichkeit ist, versuch einen Barré zu spielen. Wenn der Daumen hier oben ist, wird es gar nicht funktionieren. Das heißt, es ist auch so eine Möglichkeit, um den Daumen zu eichen. Beim E-Gitarre spielen kann das natürlich anders sein. Da kann der Daumen ruhig über das Griffbrett wandern, vor allem für die Bendings. Denk also immer wieder an den Daumen.
der bleibt jetzt nicht immer im Verborgenen, sondern schau mal auf die Rückseite des Gitarrenhalses und nicht immer nur vorne aufs Griffbrett. Das nächste Thema ist unser kleiner Finger. Der steht manchmal richtig weit weg vom Griffbrett und macht es uns unmöglich, schnelle Griffwechsel oder schnelle Passagen zu spielen, weil er wieder so einen langen Weg zum Griffbrett hat. Diesen Finger, den kleinen Finger zu kontrollieren, ist am Anfang nicht leicht. Setze den kleinen Finger bei deinem Gitarrenspiel schon von Anfang an ein. Generell kannst du beim Gitarrespielen auch auf die Finger achten, die gerade nicht im Einsatz sind. Sie könnten ja als nächstes folgen. Wenn wir zum Beispiel die spanische Romanze hier kommt der Zeigefinger und der kleine Finger. Wenn ich hier mit dem Zeigefinger spiele und ich sehe immer wieder, dass der kleine Finger extrem weit vom Griffbrett weg ist, er muss dann den ganzen Weg wieder zurücklegen und man kommt dann meistens zu spät. Also ich spiele hier und bereite den kleinen Finger schon in diese Richtung vor. Die erste Übung von vorhin hilft dir auch hier wieder erster, zweiter, dritter und vierter Finger und beim Wechseln der Lage nicht zu weit vom Griffbrett weggehen mit den Fingern, vor allem beim Zurückgehen. Der kleine Finger wartet schon wieder, bis er hier zum Einsatz kommt. Ich ziehe ihn nicht so weit weg, weil er muss dann den ganzen Weg wieder zurücklegen. Und das gilt eigentlich für jeden Finger. Der nächste Punkt ist der richtige Winkel der Hand zur Gitarre. Ich sehe immer wieder ein geknicktes Handgelenk, das macht ein Stretching der Finger eigentlich unmöglich. Versuch hier im Handgelenk möglichst gerade zu bleiben und keine großen Knicke in welche Richtung auch immer zu machen. Auch der Winkel der Finger zur Gitarre sollte nicht in diese Geigenhaltung, sage ich immer, extreme Lage oder vielleicht sogar in diese Lage geraten. Also jeder Finger hat die gleiche Chance, die Saite niederzudrücken. Es ist natürlich nicht immer erforderlich, diesen geraden Handrahmen zu haben, aber für schnelle Läufe zum Beispiel ist es unerlässlich. Viele klagen, meine Hand ist zu kurz oder zu unbeweglich. Es liegt dann aber meistens an der falschen Handhaltung und nicht an der Hand selbst. Ich kann dich beruhigen. Ich verlinke dir unten ein Video zur klassischen Gitarrenhaltung. Eine zu hohe Haltung kann zur Folge haben, dass du die Schulter hebst und nicht entspannt bist. Eine zu tiefe Haltung eben kann diesen Knick im Handgelenk hervorrufen. Der nächste Fehler, ungenaues Greifen. Versuche die Finger möglichst senkrecht genau hinter diesen Buntstäbchen hier aufzusetzen. Da brauchst du sehr wenig Kraft und es wird immer schön klingen. Immer wieder kommt es vor, dass die Leute so greifen, ganz flach, man dämpft die Saite darunter ab, die hat keine Chance mehr zu klingen. Einfach, jedes Gelenk ist abgerundet, die Hand bleibt rund, der Daumen hinter dem Griffbrett und du verschaffst dir Platz hier auch unter dem Griffbrett. Auch nicht so. Eine Übung dafür ist der bekannte Spider Walk, die Spinne. Wenn du den vierten Finger greifst, kommt der erste Finger eine Seite darunter auf die höhere Seite und beide Seiten sollten zusammenklingen. Das geht nur mit dem richtigen Fingeraufsatz. Das senkrechte Aufsetzen genau hinter dem Buntstäbchen. Unser fünftes und somit letztes Thema ist der geknickte Finger. Ich möchte dir wieder ein Video aus meinem Gitarrenkurs Gitarre Online Elementar zeigen, in dem ich meine Schüler bei den häufigsten Fehlern einfach auf frischer Tat ertappt habe. Dieser Effekt erzielt beim Online-Lernen bei dir zu Hause die größte Wirkung. Der Kurs hat mittlerweile schon vielen Leuten geholfen, Gitarre zu lernen. Ich möchte an der Stelle auch mal Danke an meine Schüler sagen, die auch mich wachsen und reifen lassen. Ich habe durch meine Schüler
auch extrem viel als Gitarrenlehrer gelernt. Danke dafür, viel Spaß! Die Monika ist eine Anfängerin, 54 Jahre jung. Sie tut sich beim Greifen natürlich noch etwas schwer und hier beim D-Akkord zu sehen, das vordere Fingergelenk knickt nach hinten ab und ist eigentlich nicht mehr so stark belastbar. Wir sollten immer versuchen, dass jedes Gelenk im Finger uns hilft, rund zu bleiben, um, wie vorhin im Video erklärt, den Finger sauber auf das Griffbrett aufsetzen zu können. Achte also darauf, dass du nicht einknickst mit den vorderen Fingergelenken. Fingerübungen, Fingerunabhängigkeitsübungen können dir dabei helfen, schneller unabhängig zu werden mit den Fingern der linken Hand. Ich habe einige auf meinem YouTube-Kanal, da ist sicher was dabei für dich. Ich hoffe, dir hat das Video weitergeholfen und du konntest einen Fehler bei dir selbst korrigieren. Für weitere Videos und Inhalte schau auf guitarschool.at. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, viel Spaß mit der Gitarre, bleib gesund. Liebe Grüße aus Wien.